Ich glaube, alle, die schreiben, oder fast alle, suchen natürlich eine gewisse Öffentlichkeit. Und wenn man jetzt nicht ganz so im professionellen Literaturbetrieb ist, dann ist man froh, dass es so eine Art gibt wie da. Und es hat sich dann schnell gezeigt, dass auch ein interessiertes Publikum kommt und zulässt. Und das ist natürlich das Schönste, was passieren kann, wenn man einen Text schreibt. Das haben wir gegen den Strom gehabt. Das haben wir so entwickelt unter uns drei, respektive vier mit dem Shareholder zusammen. Und wir haben natürlich immer Themen gesucht und wir gefunden, mal, das löst etwas aus. Und haben eigentlich jedes Mal Glück gehabt damit, ja. Mainstream? Ich kenne mich hier nicht aus. Kann mir jemand sagen, wie ich zum Mainstream komme? Kann ich da zu Fuß hin? Wie Fritz gesagt hat, es geht wieder einmal um Macy. Sie erlebt ein neues Abenteuer. Und dieses heißt, Macy blökt gegen den Strom. Macy scharrt mit den Füßen. Der Neffe des verstorbenen Seniors fragt gerade, was halten Sie von dem Slogan? Seriös, zuverlässig, erfahren, verschwiegen? Mein oder vielleicht auch dein nenne ich den Fluss des Lebens, weil ich geschwommen bin, mal viel, mal weniger und manchmal fast bis zum Ertrinken. Besonders interessant ist, dass es eben die verschiedenen Formen sind, also Lyrik, Prosa, Erzählungen, viele eigene Gedanken. Und da sieht man, glaube ich, wirklich, wenn wir ein Thema vorgeben, wie die Leute wirklich auch sie machen sich viel Gedanken und sie geben sich rein. Und das finde ich etwas Tolles, dass man wirklich eben nicht nur irgendetwas abgibt, sondern auch wirklich zum Thema sich den richtigen Gedanken macht. Ja, ich lebe am Rand der Schweiz und ich komme aus dem Rand der Schweiz. Also einerseits lebe ich in Schaffhausen und aufgewachsen bin ich im Tessin. Ich wandle. Ich wandle in einer Zeit, in der Zeit alles oder nichts ist. Ich wandle in einer Zeit, in der Zeit Geld kostet oder unbezahlbar ist. Gegen den Strom lese ich im Flyer und bin erstmals ratlos, was ich zu diesem Thema schreiben könnte. In den folgenden Wochen kommen viele ganz unterschiedliche Ideen. Ich schreibe eifrig Notizen und verwerfe doch alles wieder. Der Eingabetermin rückt näher. Mir ist geblieben, dass wirklich die Leute dann in der Pause miteinander zusammenkommen und schwätzen und sich über die Texte austauschen. Und das ist einer von diesen schönen Teilen, der mir auch noch sehr gefällt. Also sie begegnen sich. Es hat ein paar, die öfters mitmachen und hat immer wieder neue, die dazukommen. Und es ist wie ein Netzwerk geworden. Also es hat wirklich die Autorinnen und Autoren, die mehrfach sind, haben schon auch miteinander Kontakt und das finde ich eben wirklich toll. Es gibt eigentlich eine Verbindung unter den Autorinnen selber. Das heisst, es ist wirklich ein wachsender Anlass und gerade jetzt in dieser Jubiläumsnummer-Ausgabe haben wir einen Rekordansturm von Bewerbungen gehabt und haben auch müssen auswählen, was wirklich das erste Mal so richtig hat müssen stattfinden. Also ganz konkret kann ich da Sachen ausprobieren. Ich schreibe gerne und es ist wirklich ein Feld, wo ich kann Ideen ausprobieren und vom Publikum testen. Das ist grandios. Also ich habe einfach gewusst, das letzte Jahr, als ich an der Kaminfeuerlesung war, hatte ich so mega Freude gehabt und ich hatte so ein Höhegefühl gehabt. Ich habe das erste Mal so etwas gemacht. Und ich habe einfach gewusst, ich will unbedingt wieder mitmachen. Und dann habe ich das Thema gesehen und dann habe ich gedacht, oh, ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Ich spiele gerne spielen mit der Sprache. Und es ist eine Form für meine Blockaden aufzuarbeiten. Also ich mache es eigentlich für mich selber, aber sie geben mir die Möglichkeit, gleich einmal gegen rauszukommen. Bin ich anders? Oder sind die anderen anders? Oder beides? Ist Anderssein ein Problem, eine Aufgabe? Ein Forschungsgegenstand.
Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mal in ChatGPT eingegeben, sie soll mir ein Gedicht schreiben über dieses Thema. Und das ist meine Einführung. Da möchte ich schnell das kurz vorlesen, was ChatGPT zu diesem Thema meint. Und während die von Wolken verschattete Sonne allmählich am Horizont versinkt, beginne ich zu verstehen. Hier gilt nicht meine Logik. Hier gilt die Logik des Rheins. Kreuzlingen liegt Rhein aufwärts, Diessenhofen Rhein abwärts. In diese Richtung zieht es den Fluss, der seinen Ursprung im Osten der Schweiz hat. Die vergessene Frau. Die Sonne brannte auf deren Häupter nieder. In völliger Dunkelheit gelegene Berge mit scharfen Spitzen stachen vor. Steinig und grobkörnig entpuppte sich der vor ihnen gelegene Weg. Ich habe keine Ahnung, was ich spiele. Ich tue mich nicht vorbereiten, im Gegenteil. Ich möchte eigentlich total offen sein für die Texte. Ich habe die Texte schon vorher gesehen als Jurymitglied, aber ich habe mich bewusst quasi distanziert vom Anschauen. Ich möchte wirklich in die Stimmung eingehen und auch, wie der Vortrag ist. Weil einen Text zu lesen, wie ich ihn lese, ist etwas ganz anderes, wie der Autor, Autorin liest. Also ich lasse mich auf ein Experiment ein, nicht zum ersten Mal. Ist spannend, das ist die Herausforderung für mich. Ende Oktober, schönstes Wetter, sanfte Wärme verströmt, mildes Herbstlicht, die Landschaft ganz weiche gestrichen. Was du nicht brauchst, sind die Leute, die dir sagen, so geht's nicht mehr, als ob du das nicht selber wüsstest. In einem Horoskop diese Woche. Ich lese eigentlich kein Horoskop, ich wollte ein Sudoku machen. Aber, also, in dieser Woche werden Sie oft gezwungen, gegen den Strom zu rudern. Dank Ihrer Kreativität meistern Sie jede Stromschnelle. Zeigen Sie Ausdauer. Gut. Ich glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist auch wirklich ein schöner Anlass. Ich glaube auch für das Quartier. Es kommen aber auch Leute von außen. Und darum, ich persönlich, ja, höre auf. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass das weitergeht. Weil ich glaube, das ist wirklich eine ganz gute Geschichte. Ja, ich denke, es geht weiter. Wir werden eine neue Zusammensetzung haben. Es kommen neue Ideen, andere Ideen. Vielleicht ändern wir auch irgendetwas. Doch, ich denke, es geht weiter und es öffnet sich. Es sind mehr andere Möglichkeiten wieder da. Es ist sicher ein guter Ort, wo man nicht wirklich Lampenfieber haben muss. Und wir vom Organisationskomitee helfen auch, den Lampenfieber-Aspekt ein bisschen zu reduzieren. Wir betreuen sie gut. Wir oft kommunizieren auch im Vorfeld. Es tut sich eigentlich recht gut ergeben. Also kommt und geht eure schönen Sachen auch an den Leuten zeigen. Seid mutig, macht mit.